Hallo, liebe Zuschauer. Dieser Filmbeitrag ist ja in der Kombination zu sehen, was ist, wenn ich versterbe und was ist mit den Dingen, die ich hinterlasse, wie zum Beispiel ein Auto oder auch einen Roller, einen Motorroller. Ich war ja mit der Winat beim Straßenverkehrsamt, beim Transportdepartement. Daraufhin haben wir ja entsprechende Formulare bekommen. Wir haben einmal, ich habe die auch eingescannt und ungültig gemacht durch ein rotes Kreuz drüber. Ihr könnt von mir aus alle meine Geburtsdaten und sonstiges sehen, ist mir egal. Das Dokument ist an sich ungültig für euch. Ihr habt einmal einen gültigen Kaufvertrag, wo eben halt eure Namen reinkommt, die Adresse kommt da rein, Telefonnummer. Was nicht eingetragen werden darf, ist denn in dem Fall eure Passnummer, weil die sich ja nach 10 Jahren ändert, und natürlich das Datum. Das muss natürlich nachdatiert werden, wenn ihr verstorben seid. Das macht aber eure Lebensgefährtin. Dann müsst ihr eine Vollmacht haben. Das ist dieses hier, dieses Formblatt, das bekommt ihr auch vom Transportdepartement. Mir wurde gesagt, das brauche ich nicht auszufüllen. In dem Fall, die machen also hier unten nur, wo meine Unterschrift ist, ein Kreuzchen. Das andere füllt dann hier der Officer aus. Aber das hat in dem Fall jetzt die Winat gemacht, damit ihr seht, was da alles reinkommt. Also das ist die Vollmacht dazu. Des Weiteren muss eine Kopie von eurem Pass da drin sein oder dabei sein mit eurem gültigen Visa. Das heißt also jetzt übernächstes Jahr in meinem Fall, da brauche ich ja wieder Neues, und wenn ich in dem Jahr versterben sollte, dann wäre das Dokument ja nicht gültig. Also jedes Jahr müsst ihr bei den Papieren für eure Hinterbliebene, die das bekommen sollen, eine neue Fotokopie von eurem Pass dabei sein, mit eurer Aufenthaltsgenehmigung, und natürlich muss das Ganze unterschrieben sein. So die gute, also, und dann kommt noch die ID-Card von derjenigen, die das Fahrzeug bekommt. Das muss dann auch unterschrieben sein. In meinem Fall war es ja so, dass hier in meinem blauen Buch, das ist ja der Kraftfahrzeugbrief von meinem Ford Everest, dass da ja noch die alte Passnummer drin ist. In dem Fall muss man den alten Pass, eine Kopie davon haben und auch unterschrieben muss das sein. So, das wäre es. Das Ganze läuft, und das müsst ihr natürlich auch für eure Moped oder was ihr habt, das Zweitfahrzeug, müsst ihr das auch machen. Das ist also hier dieser Kaufvertrag, wo dann also die Fahrgestellnummer reinkommt und was das ist und welcher Betrag da bekommt. Das müsst ihr natürlich auch dabei haben. Also alles in zweifacher Ausführung. So. Und dann ist es also so, ihr habt das ja mitbekommen, ich habe ja sagen lassen, dass ich für längere Zeit, unbegrenzte Zeit Thailand verlasse und dass meine Partnerin dann alle Papiere hat, um das Fahrzeug zu übernehmen und dann anschließend problemlos zu verkaufen. Und das trifft ihr auch ein, wenn ihr verstorben seid, also wenn ich heute verstorben bin, dann würde dann die Winat diese Schreiben aus dem Safe rausnehmen und die auf einen Tag rückdatieren. Sie kann auf den heutigen Tag, und damit hat sie die Berechtigung, also zum Straßenverkehrsamt zu gehen und das Fahrzeug zu übernehmen. Das war es jetzt mit den Fahrzeugen. Ja, liebe Zuschauer, wir haben jetzt alles ausgefüllt. Das ist einmal für das Straßenverkehrsamt. Wir haben jetzt auch das blaue Buch dabei. Das ist also der Kraftfahrzeugbrief ist das. Das haben wir jetzt. Und da fahren wir jetzt hin, und die Winat geht jetzt alleine da rein und guckt, ob jetzt da alles in Ordnung ist, dass das Fahrzeug umgeschrieben werden kann. So, wir sind jetzt mit den Papieren hier am Transportdepartement.
und machen mal einen Testlauf, ob das auch alles so richtig ist, was wir ausgefüllt haben. Nicht, dass die Wieland dann da steht und irgendetwas fehlt. Sawadee พอดีเอาเอกสารมาให้ตรวจสอบให้หน่อยว่าถ้าสมมติโอนรถอะเขียนถูกไหม Ja, es sind eine ganze Menge Leute hier. Das System ist ausgefallen, Computer wohl, sehe ich da hinten. Aber dann geht die Wienert direkt dahin. Die kann ja zumindest checken, ob die Papiere alle in Ordnung sind. This paper we don't need but we need your own passport we need your own passport this one The old passport? yeah this one the own passport see Ja, so spielt das Leben. Die gute Frau hat nämlich jetzt hier gefunden, dass ja meine alte Passnummer noch da drin ist. Also ich muss hier mit dem Kraftfahrzeugbrief nochmal nach hier kommen, sowieso, um meinen neuen Pass einzutragen. And what more? this one we don't need it Okay, brauchen wir den Leuten gar nicht zu zeigen. And what happened with you, your ID card? only my ID card and my signature next time we come back again with your own passport Old passport and the new one. yes together Okay, so kann man eigentlich sagen, wir haben alles erfüllt. Für den Fall, dass ich also für längere Zeit weg bin und das Auto soll verkauft werden oder wenn ich versterben sollte. Ja stimmt, im August habe ich ja den Wagen gekauft und da ist dann noch die alte Passnummer drin und im Dezember, wie ich in Rayong gewesen bin, da habe ich ja den neuen Pass bekommen. Ist ja nicht schlimm. Wir haben auf jeden Fall euch gezeigt, welche Formblätter benötigt werden und dann klappt das Ganze. Wir können sagen Tschüss, we are ready. choose one more thing only two more thing we need his own passport because you forget to check this one when he buy he have the own passport and now he change to the new one he need the own passport and new passport together with visa Okay, tschüss. choose